Spätestens seit Damir von Norwich die E-Premier League mit dieser Formation gewonnen hat, ist die 3-5-2 auch in unseren Taktiken angekommen. Und in diesem Video zeige ich dir, wie du mit der Formation mehr Siege zum Team of the Season holst. Let's fucking go! Wir fangen in der Taktik mit der Defensive an und hier bleibt der Stil auf jeden Fall auf ausgeglichen. Das gibt uns die Möglichkeiten, manuell zu pressen, aber auch abwarten zu spielen. Die Breite packen wir auf 50. Das gibt uns in dieser Formation die beste Möglichkeit, das ganze Feld abzudecken. Denn ganz wichtig, der LM, der RM, die gehen nach vorne. Das ist eine offensive Formation, mit der du mehr Tore schießen wirst, aber die müssen auch mitverteidigen und das sehen wir auch gleich in den Spieleranweisungen. Kommen wir zur Tiefe. Und die Tiefe kannst du wirklich variieren. Wenn du noch nicht der allerbeste Verteidiger bist, dann geh eher so auf 45. Wenn du hinten schon super solide stehst und vor allen Dingen in der Offensive dein Potenzial hast, dann geh hier auf 55 hoch. Super wichtig sind schnelle Innenverteidiger in dieser Formation. Wir haben diese 3 Verteidiger, erstmal keine Viererkette. Das heißt, die müssen super schnell sein, gerade zum Team of the Season, wo wirklich 95 plus Angreifer für 20k zu haben sind. Was höre ich hier? Die Leute sind alle keine Abonnenten? Genug rumgeheult, kommen wir zum Angriff. Und hier der Spielaufbau, das sind ja die ersten 2/3 des Spielfeldes, packen wir auf langer Ball. Wenn du in Division 2, 1 Elite bist oder wenn du generell sagst, ich hab's total drauf mit L1 oder LB Spieler manuell zu schicken, kannst du das hier auch auf ausgeglichen packen. Chancenerarbeitung haben wir auf Läufe in die Spitze, sehr offensive Formation. Wir wollen, dass die beiden Stürmer, dass der ZOM, dass die immer wieder in den 16er gehen. Ja, wie gerade erwähnt, mit L1, mit LB kannst du die Spieler auch manuell schicken, aber diese Einstellung unterstützt das nochmal, dass auch Spieler automatisch diese Läufe machen. Die Breite. Okay, jetzt sind die Hände wieder im Dings. Die Breite, die pack auf jeden Fall auf 60. Unser Vorteil in der 3-5-2 sind ja LM und RM, die mit nach vorne gehen. Wir wollen das Spiel hier auseinanderreißen. Da die auch mit nach hinten arbeiten, müssen die schnell sein, müssen die offensiv stark sein, passen können, dribbeln können und auch eine gute Physis haben für die Arbeit nach hinten. Spieler im Strafraum, das packen wir auf 6. Nicht, weil wir sehr viel flanken wollen, aber dadurch, dass wir immer außen diese Spielerüberzahl haben, auch mal auf den Ball außen haben, wollen wir einfach, dass, sobald der Ball hier ist, Spieler in die Mitte gehen, die Hand heben, Läufe initiieren, dass wir da reinpassen können, denn die Bälle von der Grundlinie in den 16er, von außen in den 16er, die werden dir so viele Tore mit der Formation bescheren. Ecken und Freistöße packen wir immer nur auf 1, denn hier können wir einfach Konter des Gegners vermeiden. Kommen wir zu den Spieleranweisungen. Sehr wichtig, damit diese Formation erfolgreich ist. Die Innenverteidiger, die sind alle gleich die 3 und die kommen alle 3 auf hinten bleiben. Der linke Mittelfeldspieler, Verteidigung unterstützen. Die allerwichtigste Einstellung eigentlich in dieser Formation, damit eben diese 3 Innenverteidiger, die wir gerade gesehen haben, noch unterstützt werden, wenn wir gegen den Ball arbeiten und dann Abwehr überlaufen, damit die auch einfach zügig nach vorne gehen. Den rechten Mittelfeldspieler ganz genauso wie den LM auf Verteidigung unterstützen und Abwehr überlaufen. Und um die Verteidigung des Gegners noch weiter auseinanderzuziehen, kannst du auch sehr gut Vorstöße an der Seitenlinie anmachen. Das geht einfach im Spiel. Steuerkreuz nach oben, Steuerkreuz nach rechts, dann bist du in den offensiven Taktiken und wählst das hier aus. Dadurch wird das Feld nochmal breiter. Und wenn der Gegner auseinandergezogen wird, entstehen natürlich für dich Lücken, in die du reinspielen kannst. Kommen wir jetzt zu den beiden ZMs. Wichtig, hinten bleiben bei Angriffen, denn wir haben ja 2 Stürmer, wir haben einen ZOM, wir haben die beiden Außenspieler, also wir haben 5 offensive Spieler mit den beiden Stürmern, dem ZOM und den beiden Außenspielern. Deswegen hinten bleiben bei Angriffen. Wir wollen die Mitte abdecken. Außen haben wir ja schon LM und RM, die Verteidigung unterstützen. Und den einen ZTM, den packen wir hier auf Passwege abfangen. Passwege verteidigen ist eine der besten Verteidigungsmöglichkeiten in FIFA. Am besten in diesem Verteidigungslauf mit L2 und R2 in diese Passwege manuell gehen. Und wenn du das auf Passwege zustellen hier einstellst, dann wird das Spiel dich automatisch diesen ZM, wenn du den nicht manuell steuerst, öfters in diese Position bringen, dass du das machen kannst. ZM Nummer 2. Hinten bleiben bei Angriffen, Mitte abdecken. Unser ZOM ist vorne die zentrale Anspielstation, deswegen lassen wir den auch auf vorn bleiben. Wir wollen gar nicht, dass der mit zurückgeht. Wir haben ja in der Mitte die beiden ZMs, sondern wir wollen, dass dieser ZOM sofort anspielbar ist, um das Spiel hier aufzubauen. Nicht um immer auf Konter zu gehen, aber um einfach in diesem Aufbauspiel immer einen Spieler zu haben, wenn wir mal gepresst werden oder so, von dem wir wissen, dass wir ihn anspielen können. Kommen wir jetzt zu unseren beiden Stürmern. Den haben wir auf zentral orientieren. Wir haben ja außen schon diese Spieler LM, RM, das heißt, die Stürmer sollen natürlich im 16er sein. Von hier werden wir viele Tore schießen, über außen nach vorne kommen, zurück in den 16er spielen, direkt aufs Tor gehen, wenn der Weg frei ist oder noch einen Skill-Move einbauen, um dann in die freie Schussbahn zu kommen.
und der andere Stürmer hat genau die gleichen Einstellungen. Wichtig, achte darauf, dass deine Stürmer über 90 Tempo haben, dass die über 90 Abschluss und über 90 Schusskraft haben. Der Spielaufbau geht am besten über LM und RM und dann auf die Stürmer spielen. Deswegen hatten wir die auf zentral orientieren. Und wenn du mehr Tipps brauchst, um dein Spiel aufzubauen, mehr Tore zum Team of the Season zu schießen, dann check auf jeden Fall dieses Video hier aus. Abonnier den Kanal, dann wirst du mehr Tipps und Taktiken von mir bekommen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich bin raus, der Marvin. Servus, ciao, ciao.